Parkinson und Corona. Es gibt einiges Neues. Es gibt Hinweise darauf, dass Vitamin D hilfreich sein kann. Auch andere Medikamente können hier genannt werden. Es gibt einige Hypothesen darüber, welche Rolle das Immunsystem bei Parkinson spielen kann. Und es gibt ganz hoffnungsvolle Ansätze darüber, wie Telemedizin helfen kann, Parkinson-Patienten durch die Pandemie zu führen. Das alles jetzt im heutigen Video. Guten Abend aus der Neurologie, mein Name ist Lars Wojtecki, ich bin Chefarzt an der Klinik für Neurologie und Neurorehabilitation am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen. Das ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Düsseldorf. Dort leite ich auch eine neurowissenschaftliche Arbeitsgruppe. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Erforschung und der Behandlung der Parkinson-Erkrankung und habe hier heute einige Neuigkeiten nochmal zum Coronavirus und Parkinson zusammengetragen. Ich habe ja in der Vergangenheit schon mal etwas zum Parkinson in diesen Videos erwähnt. Hier finden Sie auch die Links zu den alten Videos. Heute nochmal einiges zu Therapiemöglichkeiten oder schützenswerten Möglichkeiten vor Corona, über Telemedizin und auch über die Rolle des Immunsystems bei der Entstehung des Parkinson. Wie geht es überhaupt Patienten während der Coronavirus-Pandemie? Wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass Patienten in den letzten Monaten weniger das Krankenhaus aufgesucht haben, wahrscheinlich aus Angst, sich zu infizieren. Darüber gibt es auch Informationen und auch Publikationen, die ich hier kurz zusammenfassen möchte. Bereits im April gab es eine Publikation in Movement Disorders Clinical Practice, wo sich Experten aus großen Bewegungsstörungszentren weltweit zusammengetan haben und einmal berichtet haben, wie ist eigentlich die Auswirkung auf die Versorgung von Parkinson-Patienten. Der Erstautor, guter Kollege von mir, Alfonso Fasano aus Toronto, beteiligt aber auch Kliniken, zum Beispiel aus Deutschland, in Würzburg von Professor Volkmann, aber auch aus vielen anderen Nationen Parkinson-Experten, die hier beschreiben, dass natürlich insbesondere wenn es um invasive Therapien geht, wie Pumpentherapie und tiefe Hirnstimulation, es zu Absagen kam von Seiten der Zentren, aber auch von Seiten der Patienten, dass die Versorgung sich verschlechtert hatte im Rahmen der Pandemie und dass aber auch außerhalb der Kliniken zu Schwierigkeiten der Medikationsversorgung und der Physiotherapie gekommen ist. Hier wird bereits darauf hingewiesen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, daraus eine Chance erwachsen zu lassen, nämlich sich mehr darum zu kümmern, telemedizinische, telefonische Beratungs- und Behandlungsangebote zu machen, und es werden hier auch ganz konkret bereits Beispiele genannt. Später im Video möchte ich nochmal darauf eingehen, was es für Möglichkeiten der Telemedizin gibt und wie das nochmal in anderen Artikeln explizit diskutiert wird, wie hier da die Vorteile auch sein können. Wir selbst bieten hier auch in Kempen eine Videosprechstunde an und auch eine Telefonsprechstunde an, und ich kann davon berichten, dass viele Patienten dieses Angebot genutzt haben. In dem Artikel wird auch diskutiert, inwiefern SARS-CoV-2 den Verlauf der Parkinson-Erkrankung beeinflussen kann, direkt sozusagen medizinisch, und ob die Patienten mit Parkinson einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Das hatte ich ja in vorigen Videos bereits diskutiert. Ich möchte in diesem Video später nochmal darauf eingehen, inwiefern Parkinson selbst als Spätfolge einer Corona-Infektion auftreten kann und was Parkinson und Corona bzw. das Autoimmunsystem, das Immunsystem bei Parkinson für eine Rolle spielt. Des Weiteren gab es eine Publikation in Neurological Sciences aus Italien, in der darüber berichtet wurde, wie viel Sorgen sich Parkinson-Patienten während der Pandemie gemacht haben. Hier wurden einmal telefonische Anfragen, die spontan von Parkinson-Patienten an die Klinik gerichtet wurden, ausgewertet und berichtet, was hat die Menschen eigentlich umgetrieben, was wollten die wissen.
Man hat hier 162 Anrufe oder Nachrichten, E-Mails ausgewertet und geguckt, was war die Frage. Ich gucke hier nochmal genau in die Zahlen. Und zwar 46% der Menschen machten sich Sorge um die weiteren Behandlungsmöglichkeiten. 28% der Patienten haben von klinischer Verschlechterung der Symptome während der Pandemie berichtet. Und bei der Hälfte dieser Patienten wurden tatsächlich Änderungen dann in die Wege geleitet, die zu einer Verbesserung der Symptome geführt hatten. 17% der Patienten, und das waren wesentlich die jüngeren Patienten, haben sich dafür interessiert, inwiefern Corona und Parkinson überhaupt zusammenhängen kann. Das ist also offensichtlich weniger von Interesse als die Versorgungssituation. Deswegen greife ich beides heute nochmal hier auf. Eine weitere kürzlich publizierte Arbeit der Movement Disorders aus Kairo berichtet darüber, inwiefern sich die psychische und motorische Situation während der Corona-Pandemie bei Parkinson-Patienten verändert hat. Hier wird ganz klar berichtet, dass die Patienten von mehr Stress, Depression, Angst, weniger körperlicher Aktivität und schlechterer Lebensqualität berichten. Und zwar verglichen mit Menschen, die kein Parkinson haben während der Corona-Pandemie. Auch berichteten die meisten Parkinson-Patienten von Sorgen über ihren geistigen und körperlichen Zustand im Laufe der Pandemie in die Zukunft gesehen. Und man kann grob sagen, je schwerer die Patienten vor dem Lockdown von psychischen Nebenwirkungen der Parkinson-Erkrankung auch motorisch betroffen waren, desto schwerwiegender war auch das Selbstempfinden der Verschlimmerung unter den Lockdown-Maßnahmen. Ich hatte vielleicht nicht im Detail erwähnt, dass es sich hier im Wesentlichen auch um den Einfluss der Lockdown-Situation auf die Parkinson-Versorgung und auf das psychische und motorische Wohlbefinden gehandelt hatte bei dieser Untersuchung. Jetzt nochmal zurück zur Frage, sind Parkinson-Patienten eher betroffen durch Corona und was für Dinge beeinflussen eigentlich das Risiko, dass Parkinson-Patienten Corona bekommen? Und hier gibt es eine kürzliche Publikation wieder vom Kollegen Alfonso Fasano, der wirklich wissenschaftlich und publikatorisch sehr aktiv ist und super Arbeit im Bereich Parkinson macht, im Journal Movement Disorders kürzlich erschienen. Man hat hier 1486 Parkinson-Patienten interviewt in Italien, in der Lombardei. Und als Kontrollgruppe, also als die Menschen, die kein Parkinson hatten, hat man ihre Angehörigen befragt. Etwa 100 Menschen in beiden Gruppen hatten eine Covid-19-Erkrankung. Das sind etwa 7% der Befragten. Also eine hohe Durchseuchung in der Lombardei durch die Corona-Erkrankung, aber in beiden Gruppen gleich, um das dann vergleichen zu können. Also 7% der befragten Parkinson-Patienten und 7% der befragten nicht-Parkinson-erkrankten Menschen hatten Corona. Und was man hier herausgefunden hat, ist, dass die Patienten, die Vitamin D-Ersatzpräparate einnahmen, seltener in die Gruppe fielen, die Corona hatten. Erwähnenswert ist noch, dass die Parkinson-Patienten verglichen zu den Nicht-Parkinson-Patienten tatsächlich nicht seltener an Corona erkrankten, auch nicht häufiger an Corona erkrankten, aber wenn sie an Corona erkrankten, mildere Verläufe hatten, seltener ins Krankenhaus mussten und seltener Atemnot entwickelt hatten. Also umgekehrt zu dem, was man erwartet, also Parkinson-Patienten hatten eben keinen schweren Verlauf. Eingeschränkt muss man sagen, es handelte sich um nicht schwer fortgeschrittene Parkinson-Patienten, die hier interviewt worden waren. Also zwei sehr positive Nachrichten. Parkinson-Patienten scheinen hier keinen schweren Verlauf zu haben als andere Menschen, die Corona erkranken. Sie scheinen auch nicht häufiger an Corona zu erkranken. Und wichtig vielleicht hier, dass Vitamin D-Einnahme hier sogar einen möglicherweise etwas schützenden Effekt auf die Wahrscheinlichkeit an Coronavirus zu erkranken hatte. Jetzt kommt noch eine weitere Publikation mit einem ganz leichten Hinweis darauf, dass ein weiteres Medikament, was Parkinson-Patienten häufiger einnehmen, vielleicht schützen kann vor Coronavirus-Erkrankung, und das ist das Amantadin. Amantadin gilt als altes Grippemedikament. Man weiß also, es kann gegen Viren durchaus wirken
und es gibt eine kleine Übersicht, in der verschiedene Patienten, die Amantadin nehmen, verglichen wurden. Die Fallserie, die berichtet wird, war aus Polen. Es handelt sich hier nur um 22 Patienten, dennoch finde ich es ganz erwähnenswert. Der Wirkmechanismus, wie Amantadin Viren bekämpfen kann, ist auch bei SARS-CoV-2 so ein wenig untersucht. Und zwar interferiert Amantadin an der Expression eines sogenannten Gens, das ist das CTSL-Gen, und das wird herunterreguliert. Und dieses Gen kodiert ein Teil eines Lysosoms, das nennt sich Katepsin, und das ist an der Aufnahme von SARS-CoV-2 in Zellen mitverantwortlich. Also es gibt tatsächlich einen Wirkmechanismus, den man dahinter vermutet. Und jetzt war die Frage, erkranken oder infizieren sich nun Menschen, die dieses Amantadin sowieso nehmen, weniger? Ich muss kurz vielleicht noch erläutern, Amantadin wird bei Parkinson gegeben, um das Gen etwas zu verbessern. Es wirkt auch gegen Überbewegungen bei Parkinson und wird auch manchmal in der Frühphase der Parkinson-Erkrankung eingesetzt. Also nicht zur Virusbehandlung, sondern tatsächlich zur Beweglichkeitsstabilisierung, weil es auch hier auf verschiedene Neurotransmitter einen Effekt hat. In dieser Studie, wie gesagt, waren wenige Patienten drin, Parkinson-Patienten sogar nur 5 Patienten, aber diese Patienten waren SARS-CoV-2 positiv, was den Rachenabstrich angeht. Und keiner dieser Patienten entwickelte, obwohl er dieses Virus im Rachen hatte, Symptome einer Covid-Erkrankung. Das gilt auch für andere Patienten, die in dieser 22 Patientengruppe untersucht worden waren, die entweder Amantadin oder ein ähnliches Präparat genommen hatten, und zwar auch Demenzpatienten und Multiple Sklerose-Patienten. Eine Studie mit Limitierungen, aber dennoch ein vielleicht kleiner Hinweis, dass ein bekanntes Grippemedikament, was eigentlich aus anderen Gründen eingesetzt wird, einen schützenden Effekt haben kann. Jetzt möchte ich noch mal kurz zu den nicht-medikamentösen Therapieoptionen zurückkommen. Ich hatte schon das Wort Telemedizin erwähnt. Es gab bereits Ende März einen Artikel im Journal of Parkinson's Disease von den Kollegen aus Nijmegen. Hier wird ein großes Parkinson-Zentrum betrieben. Die Kollegen sind sehr publikatorisch aktiv und ich möchte hier nochmal darauf verweisen, dass die in dem Artikel über Hidden Sorrows und Emerging Opportunities gesprochen hatten. Das heißt also, welche Sorgen haben Parkinson-Patienten eigentlich und welche Möglichkeiten erwachsen denn aus der Pandemie? Und hier wird nochmal diskutiert, dass nicht nur die Sorgen und die psychische Situation sich verschlechtern unter der Pandemie, sondern dass auch das mit dem Dopaminkreislauf im Gehirn interferieren kann und tatsächlich die Entwicklung der Parkinson-Erkrankung negativ beeinflussen kann und dass es tatsächlich wahrscheinlich sogar einen direkten biologischen Effekt dadurch gibt, dass die Patienten weniger aktiv sind und auch psychisch einfach schlechter drauf sind durch das Zurückgezogensein. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass man Chancen nutzen sollte, nämlich auch zu Hause mehr an mentale Fitness denken sollte, Meditationsprogramme absolvieren sollte, auch vielleicht digital übers Internet mitbetreute Physiotherapieangebote nutzen sollte und dass darin eben auch eine Chance liegen kann. Entsprechend gibt es einen weiteren Artikel, auch wieder von Kollegen aus Nijmegen, Bas Blom, in Zusammenarbeit mit Michael Oken aus Florida und Kollegen aus New York in JAMA Neurology publiziert, worüber nochmal diskutiert wird, dass die Corona-Krise ein Katalysator für den Einsatz der Telemedizin bei verschiedenen chronischen neurologischen Erkrankungen sein kann. Verschiedene Erkrankungen werden genannt, aber auch explizit die Parkinson-Erkrankung. Verschiedene Vorteile der Telemedizin werden hier tatsächlich mal aufgezählt und insofern ein ganz hoffnungsvoller Ausblick gemacht, dass wir hoffentlich bald irgendwann die Corona-Pandemie überwunden haben werden, aber vielleicht bleibt dann, dass wir
medizintechnische Verfahren, die vorher vielleicht etwas stiefmütterlich, gerade auch in Deutschland behandelt wurden, nach vorne gepusht haben. Dazu gehören beim Parkinson Sensoren, die man tragen kann, die das Bewegungsprofil abbilden können und übers Internet dem Arzt schicken können. Wir wissen, dass es heutzutage sowas in iPhones gibt, aber auch in Apple Watches, aber es gibt ja auch professionelle Systeme, die die Bewegung abbilden können, ohne dass der Patient das mit Tagebüchern per Hand aufschreiben muss, sondern es kann direkt aufs Internet oder per E-Mail an den Kollegen geschickt werden, an den Arzt geschickt werden. Videosprechstunden können genutzt werden, indem man seine Beweglichkeit vorführen kann und auch seine Probleme schildern kann und man sozusagen auch sich gegenseitig sehen kann durch eine Videokonferenz und vieles mehr. Es wird hier sogar nochmal herausgehoben, dass diese technischen Möglichkeiten sogar manches besser darstellen können als eine einfache, kurze Untersuchung im Krankenhaus oder in der Praxis. Denn solche Möglichkeiten, Bewegung aufzuzeichnen, bieten ja auch die Möglichkeit, ein Tagesprofil zu erstellen, was bei einem kurzen Besuch beim Arzt eben nicht möglich ist. Hier also neben den medikamentösen Optionen und Vitamin D nochmal ein weiterer ganz hoffnungsvoller Ausblick für Parkinson-Patienten in der Corona-Pandemie, die es an sich im Moment nicht einfach haben. Abschließend möchte ich nochmal darauf eingehen, inwiefern das Immunsystem dann daran beteiligt sein kann, dass überhaupt Parkinson entsteht und inwiefern das auch mit Coronaviren zu tun haben kann. Das finde ich ganz wichtig in der aktuellen Diskussion, nicht um Angst zu machen, was Corona alles bewirken kann, sondern einfach auch nochmal in den Blick zu bringen, dass wir viel von akuten Befall der Lunge sprechen, auch in den Medien, und Intensivkapazitäten, aber wir uns auch vergegenwärtigen müssen, dass wenn eine Autoimmunreaktion losgetreten wird, und dafür gibt es Hinweise, ich hatte von Entzündungen im Nervensystem berichtet und Guillain-Barré-Syndrom, dass wir dann eben auch darüber nachdenken müssen, was sind Spätfolgen einer solchen Corona-Infektion, und dass das eben zeigt, dass man versuchen soll zu vermeiden, an dieser Infektion zu erkranken, weil wir überhaupt nicht genug darüber wissen, was die Spätfolge sein kann. Deswegen hier einige Hinweise darauf, was da die Literatur sagt. Es wird viel darüber diskutiert aktuell, inwiefern man Antikörper bestimmen kann, um zu gucken kann, ob eine Corona-Erkrankung vorgelegen hat. Antikörper sind Autoimmunstoffe des Körpers gerichtet gegen eine Oberfläche oder ein Antigen eines Virus zum Beispiel. Und es gibt interessanterweise bereits aus den 90er Jahren eine Untersuchung zu diesen Antikörpern im Nervenwasser bei Parkinson-Patienten, und zwar Antikörper gegen diese anderen Coronaviren, die schon lange bekannt sind und zum Teil einfach eine banale Erkältung auslösen. Der Artikel, den ich hier zitiere, ist von 1992 und der Senior, also der hinterste Autor, ist Stanley Phan. Stanley Phan ist in der Parkinson-Szene ein sehr bekannter Mann aus New York. Ich hatte das Vergnügen, ihn auch mal persönlich in einer Zeit in New York kennenlernen zu dürfen. Und jeder Parkinson behandelnde Arzt kennt den Namen Stanley Phan. Es ist jemand, der auch die Parkinson-Bewegungsskala, die Motorskala in den 80er Jahren entwickelt hatte. Also ein sehr bekannter Mann. Und hier wurde untersucht, finden sich Antikörper gegen Coronavirus bei Parkinson im Vergleich mit anderen neurologischen Erkrankungen und nicht an Parkinson erkrankten Menschen, beziehungsweise auch normalen Probanden. Das würde man vielleicht heute nicht mehr so machen, aber tatsächlich, wir haben hier Nervenwasseruntersuchungen von Kontrollprobanden. Und hier wurden multiple Vergleiche von verschiedenen Antikörpern, Antigenen hergestellt zwischen den verschiedenen Gruppen. Das will ich im Detail gar nicht erwähnen, aber die Schlussfolgerung war tatsächlich, dass, ich lese das vor, these results suggest that there may be an association between coronavirus and PD, weil nämlich tatsächlich diese Antikörper bei Parkinson-Patienten gefunden wurden, und zwar mehr als bei den Vergleichsgruppen. Also es mag eine Assoziation von Coronaviren und Parkinson geben, wurde in den 90er Jahren bereits hypothetisiert. Dass bei der Ursache der Parkinson-Erkrankung ein Autoimmunprozess eine Rolle spielen soll, kann
zeigt auch eine aktuelle Arbeit in Nature. Es ist zu erwähnen, dass wir die genauen Ursachen und den genauen Ablauf der Parkinson-Erkrankung noch nicht genau kennen, aber ein Autoimmunprozess kann auch eine Rolle mitspielen und das zeigt dieser aktuelle Artikel. Man weiß, dass bei Parkinson Ablagerungen in Zellen im Gehirn stattfinden, die nennen sich Alpha-Synuklein bei bestimmten Formen von Parkinson, also bei der Parkinson-Erkrankung Alpha-Synuklein. Und was jetzt hier untersucht wurde, waren nicht Antikörper, sondern T-Zellen, also Zellen des Immunsystems und wie die auf Alpha-Synuklein reagieren und wie das mit dem Verlauf der Erkrankung zusammenhängt. Und man hat gefunden, dass diese T-Zell-Reaktivität auf Alpha-Synuklein am Anfang der Diagnose der Erkrankung am stärksten zu finden war und dann im Verlauf der Erkrankung weniger wurde. Und es wird jetzt hier diskutiert, dass das vielleicht ein Marker sein kann, der Diagnose bereits vorausläuft, also ein immunologischer Prozess, der abläuft im Gehirn zum Beginn der Diagnose oder schon vor der Diagnose und dann nachher nachlässt. Und insofern hat das Immunsystem zumindest eine Beteiligung bei einem Parkinson. Inwiefern was jetzt Ursache und was Wirkung ist, muss man hier sehr kritisch sehen, aber es ist tatsächlich so, dass die Autoimmunprozesse stattfinden, vielleicht auch nur als Reaktion auf andere Prozesse, aber es ist dennoch bemerkenswert. Die Frage, müssen wir jetzt durch die Corona-Pandemie mit einem Parkinson-Anstieg in der Zukunft rechnen, weil das ein Autoimmunprozess, der angetrieben wird, stellen sich manche Leute. Es gibt jetzt kürzlich in Movement Disorders ein Letter to the Editor von einem Kollegen aus Minsk, der das nochmal genauer diskutiert. Der Autor nimmt Bezug auf die Tatsache, dass es tatsächlich ein postinfektiöses Parkinson-Syndrom gibt, also ein Parkinson-Syndrom, was nach Virusinfektion beobachtet wird und dies steht in jedem neurologischen Lehrbuch. Dies ist bekannt als Enzephalitis lethargica oder auch als Sleepy Sickness oder Sleeping Sickness, also eine Erkrankung, die mit einer Schlafneigung nach einer Infektion im Rahmen der spanischen Grippe beobachtet wurde und auch als Economo-Enzephalitis beschrieben wird, auch nach dem Erstbeschreiber. Und man geht davon aus, dass Zellen in der Substantia nigra, in der schwarzen Substanz in der Tiefe des Gehirns, wo Dopamin produziert wird, was zu den Parkinson-Symptomen führt, geschädigt wurden als Folge einer Virusinfektion, hier als Folge der Virusinfektion mit Grippeviren. Und nun wird diskutiert, inwiefern so etwas mit dieser Pandemie wieder zu erwarten sein kann. Man weiß ja, dass Parkinson-Patienten schnell eine Riechstörung oder zu Beginn eine Riechstörung haben und es wird anhand einer aktuellen neuropathologischen Stadieneinteilung von Professor Brake davon ausgegangen, dass Parkinson durch die Nase ins Gehirn irgendwie den Eingang findet. Und hier drängen sich natürlich Parallelen zur Corona-Infektion auf, bei der man ja auch einen frühen Riech- und Geschmacksverlust findet. Ich hatte das in einem vorigen Video bereits erwähnt. Der Kommentar oder der Letter to the Editor, den ich hier zitiere, greift aber mehr diese Fragen auf, die ich jetzt hier formuliert habe. Antworten werden hier nicht genannt. Es ist sicherlich eine Sache, die man in der Zukunft wissenschaftlich weiter untersuchen muss und sollte. Ich wollte es hier aber nochmal aufgreifen, um die aktuelle Diskussion zu Parkinson und Corona zusammenzuführen. Also das Immunsystem kann eine Rolle bei der Entstehung des Parkinsons spielen. Corona-Infektionen können daran beteiligt sein, das weiß man so genau nicht, wir müssen es in der Zukunft beachten. Es gibt eine Chance im Rahmen der Pandemie für die Telemedizin und für neue Sensor-based Analysen der Parkinson-Bewegungsprofile. Möglicherweise hilft oder schützt Vitamin D vor Corona und auch Parkinson-Medikamente, alte Grippemedikamente wie Amantadin mögen schützenswert sein. Somit mit einem etwas positiven Ausblick wünsche ich Sie Ihnen
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie informiert.